Hallo und herzlich willkommen zu meiner PowerPoint-Präsentation. Meine PowerPoint-Präsentation handelt über ein spezielles Thema, nämlich das Photonenerfassungsmassenmessgerät. Das schreibt man so. Photonenschwingungsmassenmessgerät. Und es ist ein Spezialfachbegriff und Kurzwort dafür ist die Kamera. Das schaut so aus. Hier meine Gliederung. Fangen wir an mit den Grundlagen. Der Sensor. Der Sensor ist das wichtigste Bestandteil der Kamera, wenn nicht sogar der zweitwichtigste. Und hier kurz zum Aufbau des Sensors. So schaut ein Sensor aus. Das sieht man hier, da. Das ist der Sensor und da kommt eben Sonnenstrahlen, also Licht kommt da rein, das da reinkommt und dann drückt man auf den Auslöser, Klick, dann hat man ein Bild. Nun zur Brennweite. Die Brennweite, das sagt vielleicht niemandem was. Da kommen wir später auch noch drauf, dass man das erklärt, was das ist. Die Brennweite ist nämlich sogenannte Brennweite. Hier haben wir noch ein Beispielbild. Dann kann man sich das besser verstehen. Die Brennweite eben hier die Zahlen, zum Beispiel die 28, die sieht man hier. Und die 28 ist in dem Fall eine kleine Zahl. Dann hat man ein großes Bild und wenn es hier zum Beispiel die 90 wird, dann hat man ein kleines Bild. Also so kann man sich das einfach mal merken. Kleine Zahl, großes Bild, große Zahl, kleines Bild. Hier haben wir das auch, da steht das hier unten, da steht eine 14-42, das ist die Brennweitenzahl, 14 mm bis 42 mm Brennweite. 14 mm großes Bild, 42 mm kleines Bild. Jetzt kommen wir noch zur dritten Sache, die maßgeblich an der Produktion des Bildes beteiligt ist, die sogenannte Blende. Das hat jetzt nichts mit der Blende also Lichtblendung zu tun, sondern das ist halt so ein Wort. Ja. Hier bei diesem Gerät, das können wir hier gut erkennen, hier haben wir eine kleine Blende, hier haben wir in diesem Bereich viel Unschärfe und in dem vorderen Bereich viel Schärfe. Hätten wir zum Beispiel die 22, in dem Fall eine sehr große Zahl, hätten wir es so wie hier unten, da, alles ist scharf. Große Zahl, viel Schärfe, kleine Zahl, wenig Schärfe. Merken wir uns einfach. Dann kommen wir jetzt zu einem Beispiel. Wir sind nämlich so schlau und haben keine Kamera. Wir wollen uns also jetzt eine Kamera zum Beispiel kaufen. Man kann sie auch klauen, würde ich nicht empfehlen. Hier an diesem Beispiel will ich euch jetzt mal beispielieren, wie das ist beim Kamerakauf. Auf was müssen wir achten? Was sind die entscheidenden Faktoren? Auf den ersten Blick sofort haben wir hier den Namen, der groß geschrieben ist. Das ist eine Canon R5. Toller Name, sagt uns nichts. Weil es gibt nämlich auch noch die Canon R3, R6, R7, R5S wahrscheinlich. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt mal ausgedacht. Was aber wichtig ist, das sehen wir hier. Das ist die 24 bis 105 mm. Das ist die Brennweite. In Millimetern angegeben. Bringt uns aber nichts, sondern 24 zu 105, das ist das Wichtigste. 24, also viel Bild, 105, kleines Bild. Nice. Haben wir noch irgendwas, was uns interessiert? Da haben wir was Neues. Das haben wir daneben. Das ist F4. F4 hat nichts mit dem Computer zu tun, sondern ist die Blendenzahl. Blendenzahl wird auch immer in F angegeben. F4 noch eine mittelkleine Blende. Ja, würde ich so sagen. F1, richtig krass.
F2 auch noch cool, F4 geht schon so hinten durch, aber man kann nicht das Coolste kriegen, weil, naja, sonst wäre ja alles immer ein Produkt, das coolste Produkt, in dem Fall. Was uns jetzt noch auffällt, ist nämlich hier der sogenannte Vollformat-Sensor. Da haben wir wieder den Sensor drin. Der ist nämlich ganz wichtig, weil großer Sensor, geil. Ja, Vollformat in dem Fall, ja, ganz cool. Gibt ja noch kleinere Sensoren. Ich bin zum Beispiel ein kleinerer Sensor. Nicht so schlau. Ja, was uns noch auffällt? 45 Megapixel. Das ist krass. 45 Megapixel hat nicht jedes Gerät. Manche Handykameras haben das jetzt, weil die Handysensoren sind zu klein. Ist trotzdem Schrott, aber in so einem großen Gerät. 45 Megapixel, erste Sahne. Da hast du dann ein Bild, was du dir anschauen kannst, sozusagen. Ja, das Letzte, was uns auffällt, das können wir uns nicht leisten. Ja, das können wir uns nicht leisten. Was heißt es? Wir kommen zur Kaufempfehlung. Ja, die Kaufempfehlung ist die Kaufempfehlung. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wir beginnen mit der ersten Kamera, die wirklich preis-leistungsmäßig hier schon richtig gut ist. Schaut so aus, heißt so, ist halt irgendein Name, kostet so viel. Ja, kostet so viel neu. Kompakt ist die Überschrift. Das Gerät ist kompakt, ist klein. Das Objektiv ist auch klein. Das daneben ist auch klein. Es ist das Objektiv größer, kann man sich anders kaufen. Das heißt so, das Gerät kostet zu viel. Neu. 440 Euro, 600 Euro. Ja, muss man halt mal 3 Monate arbeiten gehen. Könnte man machen. Könnte man auch klauen. Die nächste Sache. Größere Kameras, teureres Geld, egal. Die schaut so aus. Die heißt so, kostet so viel Geld, neu. Die nächste schaut so aus. Hey, schaut fast aus wie die vorher. Ist auch fast das gleiche Gerät. Heißt so, ja, cooler Name. Und kostet so viel Geld. Was man bei diesen Sachen machen kann. Nachrecherchieren. Wenn du also jetzt denkst, boah, danke Ernst, du hast mich hier auf die Idee gebracht, ich könnte Geld beim Fenster hinauswerfen für ein Produkt, das ich nicht brauche. Dann würde mich das sehr freuen, wenn du mir das kaufst. Kannst du nachrecherchieren. Stehen da verschiedene Zahlen wie die 24 von 205, was wir vorhin gehabt haben, oder F3.5 bis 5.6. Schreckliche Zahlen, wo die alle jetzt nichts sagen. Deswegen, schau auf den Gebrauchtkleidermarkt, für 300 Euro kriegst du irgendein Gerät, mit dem kannst du einfach anfangen. Ja, da musst du nicht, wie in der nächsten Kategorie, Geld ausgeben. Zum Beispiel für dieses Gerät. Das hat einen großen Sensor, ja. Und das heißt so, und das kostet viel Geld. Also noch mehr Geld wie dieses andere Gerät vorhin. Ja, dann gibt es noch das Gerät. Das heißt so, das ist ein Fuji GFX 100. Denkt man sich erstmal, 100? Kostet sich ja 100 Euro oder so. Nein, kostet 11.000 Euro. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Was ist also unser Preis-Leistungssieger in dieser ganzen Kategorie? Könnte man jetzt meinen, das ist diese Fuji-Kamera, 11.000 Euro, 100 Megapixel. 100 Megapixel ist eine große Zahl, deswegen heißt sie auch GFX 100. Nein, das ist aber nicht ganz. Sondern diese Kamera, die heißt nämlich Tevion Z1400. Ja, könnte man jetzt drauf schließen, die hat 1400 Megapixel, weil die andere hieß 100 Megapixel, 1400, das ist leider nicht leider nicht richtig.
Die hat nur 14 Megapixel. Die kostet nur 20 Euro auf dem Gebrauchtkleidermarkt, ja, vielleicht 30 Euro, aber da steht es jetzt. Die hat 14 Megapixel. Scheint wenig zu sein. Vorhin hatten wir 100. 45. Mein Handy hat, glaube ich, 9. Meine Kamera hat 16. Das Teil kostet 20 Euro und hat 14. Und das Teil ist 10 Jahre alt. Und das Teil macht geile Bilder. Für 20 Euro. Musst du keine 300 Euro ausgeben, 450 Euro, 600 Euro, 11.000 Euro. Kannst für 20 Euro auf dem Gebrauchtkleidermarkt kaufen. Macht gute Bilder. Ist billig. Kannst überall mit hinnehmen. Das Teil, das passt in eine Hand. Ist winzig. Geil. Und können zoomen. Bringen uns nichts, weil unsere Bilder werden sowieso nicht perfekt, aber man kann zoomen. Man kann so einen kleinen Kirchturm ein bisschen näher bringen. Ja? Hat man einen Kirchturm. Kann man klicken machen, hat man ein Foto von einem Kirchturm. 14 Megapixel, 20 Euro. Hält vielleicht ein Jahr die Kamera, dann ist sie vielleicht futsch. 20 Euro. Du hast coole Bilder. Und nicht immer dein Handy raus. Ja? Qualität ist scheiße beim Handy. Weil das Gerät hat einen größeren Sensor. Geileres Bild. Ja. Super kompakt. Nun, die Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist, Gebrauchtkleidermarkt, 10 Euro, Trash digitale Kamera. Tevion, Aldi-Marke. Vor 10 Jahren vielleicht 50 Euro, jetzt kriegst du es für 20 Euro hinterhergeschmissen. Vielleicht kriegst du es sogar für eine Packung Gummibärchen. Das nächste, du kannst für 300 Euro eine Lumix GX80 mit 12 zu 32 mm Objektiv kaufen. Für 300 Euro. Und die reicht dir für die nächsten 5 Jahre, 2 Jahre. Dann denkst du dir entweder, mein Hobby, das Fotografieren, ist ein scheiß Hobby. Es ist ein scheiß Hobby. Oder du denkst dir nach einem halben Jahr, einem Jahr, ich habe jetzt 30.000 Euro verdient durch die WhatsApp-Gruppe. Ich kaufe mir jetzt eine Hasselblad, eine Fuji GFX 100, baller mein Geld richtig aus und kann dann ein Foto machen, das genauso schlecht ausschaut, weil ich keine Freunde habe, die Models sind. Also kaufe ich mir lieber eine Kackkamera für 300 Euro und habe mein Leben lang Spaß damit. Oder ich schmeiß sie runter. Vielen Dank. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Du hast sehr frei gesprochen und viele Bilder benutzt. Das hat mir gefallen. Ja. Vielen Dank.